Den Schwung mitnehmen. Hier vergleichen wir das Velomobil mit dem Rennrad und versuchen eine physikalische Erklärung dazu. Fangen wir mit einigen Demonstrationen in Echtzeit an, die zeigen, wie das Torpediello seinen Schwung aus einer längeren Abfahrt in den nächsten Anstieg hinein oder sogar darüber hinaus mitnehmen kann. Hier befinden wir uns auf der Landstraße von Wellingrade in Richtung Schwelm. Es geht ein ca. 300 Meter langes Gefälle von maximal 2,8% hinab und einen fast ebenso langen Anstieg von kurzzeitig bis zu 4% danach wieder hinauf. Ich pedaliere die ganze Zeit ordentlich, zuerst um ein möglichst hohes Ausgangstempo zu erreichen, dann im Anstieg, um möglichst wenig davon wieder einzubüßen. Wir kommen oben noch mit über 30 Stundenkilometern an. Bereits 500 Meter weiter auf derselben Landstraße folgt noch einmal ein Gefälle über ca. 500 Meter mit ebenfalls maximal 2,8% und dann nach einem weitgehend ebenen Stück geht es in einen 300 Meter langen Anstieg, der an seiner steilsten Stelle ca. 2,5% hat, hinauf zu dem Linksabzweig, den wir in Richtung Önkfeld nehmen wollen. Hier kommen wir oben noch mit etwa 40 Stundenkilometer an und müssen zum Linksabbiegen sogar abbremsen. Keine 3 Kilometer nach diesem Abzweig können wir Widerschwung aus einem in der Spitze bis zu 14% steilen Gefälle nach Remlingrade hinein aufbauen, wo uns leider die engen Kurven zum Bremsen zwingen. Das verbliebene Tempo reicht aber noch aus, um im Ort die steile Rampe in der S-Kurve hochzukommen und direkt wieder in die nächste Abfahrt hinein beschleunigen zu können. Eine wunderschöne 2,4 Kilometer lange Gefeldstrecke bietet sich im zweiten Beispiel, wenn man im Bergischen Land von Wermeskirchen über die Hilfringhauser Straße nach Süden in Richtung Dünn fährt. Dies ist auch eine sehr beliebte Motorradstrecke. Wir sind so schnell, dass wir den kleinen Zwischenanstieg hier kaum wahrnehmen und mit noch über 60 Stundenkilometer in die noch steilere Abfahrt hineinbrausen. Hier ist es durchgehend zwischen 7 und 11% steil, was uns leicht über 80 Stundenkilometer treiben würde, wenn uns nicht die vorne mit 50 Stundenkilometer fahrenden PKWs zum Bremsen zwingen würden. Man kann es ihnen nicht verdenken, denn nur wir müssen hier nicht zahlen, wenn wir wie hier mal wieder geblitzt werden. Man kennt das rasende Torpediello hier mittlerweile schon. Zum Glück haben die PKWs hinter dem Blitzer wieder Gas gegeben. Dadurch reicht unser Schwung noch bis zur nächsten Zwischenkuppe. Das Wodantal ist in unserem dritten Beispiel den Zuschauern dieses Kanals schon gut bekannt. Den Schwung liefert uns hier ein 3,5 Kilometer langes Gefälle von bis zu 5%, auf dem wir über 85 Stundenkilometer in der Spitze erreichen und diesen Schwung in dem anschließenden flachen Teil, also ins Tal hinein, mitnehmen, wo die Straße nur noch 1 bis 2% abwärts geht. Hier im Tal können wir dank des mitgenommenen Schwungs überall ein Tempo von mehr als 60 Stundenkilometer halten. Dieses Tempo aus dem Stand hier zu erreichen, würde mir ohne den Anschub des Schwungs wohl nur mit äußerster Anstrengung gelingen. Wie viel schneller wir hier auf dieser nur sehr leicht abfallenden Strecke gegenüber einem Rennradfahrer sind, zeigt diese Vorbeifahrt eindrucksvoll. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich hier mit meinem Rennrad über 20 Stundenkilometer langsamer unterwegs bin als mit dem Torpediello.
Aber auch wenn es kurz und knackig bergab und bergauf geht, lohnt es sich, den Schwung voll auszunutzen. Hier auf einer Strecke zwischen den Dörfern Schöller und Grüten schaffe ich das Steilstück komplett hinauf, ohne große Anstrengung entwickeln zu müssen. Aber es soll nicht der Eindruck erweckt werden, einem Rennradfahrer könne sein Schwung nicht ebenso hilfreich sein. Hier auf einem Landstraßenstück von Einern nach Herzkampkirche komme ich mit dem Rennrad aus einem 11,7%igen Gefälle und will folgende 14% steile Rampe mit dem Schwung des Rennrades nehmen. Mein Schwung reicht bis ganz hinauf, aber diese Rampe ist nur weniger als 200 Meter lang und ich hatte 500 Meter Anlauf dafür im Gefälle zur Verfügung. Um den direkten Vergleich des Velomobils mit dem Rennrad zu ermöglichen, habe ich dazu einmal einen vergleichenden Fahrversuch zwischen beiden Radtypen aufgezeichnet. Ich habe für den gewählten Streckenabschnitt ein Strava-Segment angelegt mit dem Titel „Schwung mitnehmen nach Scheeh". Man sieht hier im Geländeprofil gut, dass nach einem langen Gefälle die Elberfelder Straße hinab mit 3–4% ein geringfügig steilerer Anstieg nach Scheeh hinauf folgt. Das Velomobil erreichte im Gefälle eine Maximalgeschwindigkeit von 77,4 Stundenkilometer bei einem Schnitt von 47,8. Und mit dem Rennrad waren es maximal 55,8 Stundenkilometer bei einem Schnitt von 34,6. Der Film zeigt deutlich, wo in der Steigung das Rennrad seinen Schwung verloren hatte. Dafür gehe ich in die Unterlenkerposition. Im kommenden Splitscreen-Video fällt zuerst auf, dass das Velomobil schon ca. 15 Stundenkilometer schneller in das Gefälle hineinfährt und diesen Tempovorteil gegenüber dem Rennrad im Zuge der Gefällstrecke weiter auf ca. 20 Stundenkilometer ausbaut. Diesen Geschwindigkeitsunterschied hätte es am Ende des Gefälles auch dann gegeben, wenn beide mit demselben Speed begonnen hätten, weil ich bei beiden Rädern permanent mit ca. 20% über meiner FTP-Leistung in die Pedale getreten habe, um möglichst viel Schwung aufzubauen und die Maximalgeschwindigkeit jedes der Fahrzeuge auf dieser Gefällstrecke zu erreichen. Beim Velomobil kann ich übersetzungsbedingt nur bis ca. 65 Stundenkilometer mittreten. Danach rollt es frei und wird schneller bis auf 77,4 Stundenkilometer. Beim Rennrad kann ich sogar die ganze Zeittretleistung dazugeben, erreiche aber nur 55,8 Stundenkilometer in der Spitze. Das Rennrad verliert nach der Senke schneller an Tempo als das Velomobil. Und dort, wo das Torpediello noch mit 50 Stundenkilometer daherkommt, ist der Rennradschwung schon aufgebraucht. Diesen Zustand erreicht das Velomobil erst gut 250 Meter später in der Steigung. Um besser zu verstehen, warum man mit einem Velomobil den Schwung so viel besser in den Anstieg hinein mitnehmen kann als mit einem Rennrad, habe ich eine kleine fahrphysikalische Betrachtung angestellt. Schauen wir uns mal stark vereinfacht nur die Energiebilanz an, wenn ein Fahrzeug durch solch ein Geländeprofil rollen würde
ohne Fahrwiderstände, ohne die Tretleistung des Fahrers. Aus dem Physikunterricht weiß man vielleicht noch, dass Energie nicht verloren geht, sondern sich nur in andere Energieformen umwandelt. Wenn unser Velomobil im Gefälle Tempo aufnimmt, gewinnt es an Bewegungsenergie oder auch kinetische Energie genannt. Diese ist 1/2 mv², also 1/2 mal die Masse des Velomobils mal seiner Geschwindigkeit zum Quadrat. Dabei nimmt die Geschwindigkeit im Gefälle so lange zu, bis es zu einem Gleichgewicht mit den entgegenwirkenden Fahrwiderständen kommt. Bei unserem Velomobil sind das hier ca. 70 Stundenkilometer. Unten am tiefsten Punkt, wenn das Velomobil in die Steigung hineinfährt, beginnt es seine Bewegungsenergie umzuwandeln in Lageenergie, bis theoretisch alle Bewegungsenergie in Lageenergie, also in Höhe, umgewandelt ist und das Velomobil zum Stillstand kommen würde. Die Lageenergie oder auch potentielle Energie genannt, ist gleich m mal g mal h, Masse des Velomobils mal die Erdbeschleunigung mal die Höhe, die es erreicht. Pedalieren wir in der Steigung, wie dies in der Praxis ja normal ist, führen wir Energie zu und kommen nicht zum Stillstand, sondern erreichen, wenn der Schwung aufgebraucht ist, die Klettergeschwindigkeit, die dieser durch Pedalieren zugeführten Energie entspricht. Gehen wir davon aus, dass wir einfach ausrollen lassen, dann wird die gesamte Bewegungsenergie, die wir in der Abfahrt gewonnen haben, in Lageenergie umgewandelt. Die kinetische Energie ist dann genauso groß wie die so erreichte potenzielle Energie oder eingesetzt 1/2 mv² ist gleich m mal g mal h. 1/2 auf der einen Seite und g die Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat auf der anderen Seite der Gleichung sind konstante Werte, also unveränderliche Größen. Die Masse ist die Masse des Velomobils, durch die wir beide Gleichungsseiten teilen können. Damit kürzt sich die Masse heraus. Dann sieht man, dass die erreichbare Höhe h nur von der Geschwindigkeit zum Quadrat abhängig ist. Interessant und vielleicht kontraintuitiv ist, dass die Masse oder das Gewicht des Fahrzeugs mit der Höhe, die es am gegenüberliegenden Anstieg erreicht, gar nichts zu tun hat. Die erreichbare Höhe auf dem gegenüberliegenden Anstieg ist danach nur noch abhängig von der Geschwindigkeit zum Quadrat, die das Fahrzeug unten in der Senke erreicht hatte. Für die Praxis bedeutet das, wenn das Velomobil im Gefälle 40% schneller als das Rennrad geworden ist, also zum Beispiel 70 Stundenkilometer erreicht hat, statt 50 Stundenkilometer vom Rennrad, dann treibt es seinen Schwung doppelt so hoch hinauf wie den Rennradfahrer. Und dabei haben wir noch den geringeren Luftwiderstand außer Acht gelassen, den das Velomobil auch beim Ausrollen im Anstieg gegenüber dem Rennrad weiterhin hat. Als Fazit können wir also festhalten, dass es im Wesentlichen die höhere Geschwindigkeit des Velomobils im Gefälle ist, die den Unterschied zum Rennrad am gegenüberliegenden Anstieg ausmacht. Und woher kommt die höhere Geschwindigkeit des Velomobils im Gefälle gegenüber dem Rennrad? Nur aus dem wesentlich geringeren Luftwiderstand. Dieser lässt das Velomobil schneller im Gefälle sein und treibt es damit auch am gegenüberliegenden Anstieg viel höher hinauf als das Rennrad. Wir sehen also mal wieder, eine gute Aerodynamik ist alles und macht das Velomobil in der Ebene und im welligen Gelände absolut überlegen. Nur an langen Steigungen bringt das geringere Gesamtgewicht dem Rennradler Vorteile gegenüber dem Velomobil, weil er hier mit derselben Tretleistung eine zum Gewichtsvorteil proportional höhere Anstiegsgeschwindigkeit erreichen kann. Viel Spaß also beim Rennradlerjagen. Und zum Schluss noch ein Nachtrag für die Physikinteressierten, die natürlich wissen, dass eine Billardkugel und eine Feder nur im Vakuum gleich schnell fallen, also gleich beschleunigt werden, aber nicht, wenn sie durch den Luftwiderstand abgebremst werden. Und die auch aus den Erfahrungen beim Radfahren, Schlittenfahren und Skaten wissen, dass überall dort, wo gerollt wird, ein schwerer Fahrer schneller den Berg hinabrollt als ein leichter. Die hier vorhin vorgestellte idealisierte Energiebetrachtung betrachtet nicht
dass die erreichte Endgeschwindigkeit im Gefälle sehr wohl bei einer höheren Gesamtmasse von Fahrer und Fahrzeug auch deutlich höher ausfällt. Gemäß dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. F gleich m mal a. Hier im Gefälle ist Fa die Kraft in Bewegungsrichtung, die das Fahrzeug antreibt. M ist die Masse des Fahrzeugs und a ist hier die Komponente der Erdbeschleunigung, die entlang des Gefälles wirkt. Diese Kraft, die unser Fahrzeug beschleunigt, wird also umso größer, desto steiler das Gefälle und desto größer die Masse des Fahrzeugs ist. Diese höhere Beschleunigungskraft bei größerer Masse überwindet eben auch den Luftwiderstand besser, der abhängig ist von der projizierten Frontfläche, der Windschlüpfrigkeit der Form und der Geschwindigkeit zum Quadrat. Sowohl die größere Masse des Velomobils als auch der geringere Luftwiderstand im Vergleich zum Rennrad sorgen also für eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit im Gefälle. Allein daraus ergibt sich jetzt, wie über die Energieerhaltung vorher gezeigt, bereits eine weit größere Höhe am gegenüberliegenden Anstieg. Aber selbst wenn unten in der Senke Velomobil und Rennrad gleich schnell wären, würde das Velomobil deutlich höher am Anstieg hinaufkommen. Das liegt nun auch wieder an der größeren trägen Masse des Velomobils. Durch diese höhere Massenträgheit hat das Velomobil ein größeres Beharrungsvermögen gegenüber der Geschwindigkeitsänderung am Anstieg. Es wird also weniger abgebremst als das Rennrad. Zudem erfährt dieser Schwung durch die bessere Aerodynamik des Velomobils nun auch im Anstieg weniger Energieänderung aus der Luftreibung. Somit hat das Velomobil einen doppelten Vorteil gegenüber dem Rennrad in diesem Geländeprofil. Seine höhere Masse und sein geringerer Luftwiderstand lassen es im Gefälle schneller werden und bremsen es im gegenüberliegenden Anstieg deutlich weniger ab.